In diesem Video sprechen wir einmal darüber, welche Fehler man beim Affiliate-Marketing machen kann. Ja, ich wollte eigentlich erst sagen, welche Fehler du beim Affiliate-Marketing machen kannst. Kann ich auch mit Fug und Recht behaupten, weil ich habe sie schon gemacht. Deswegen kann ich dir sagen, es gibt eine Menge kleine Sachen, die man als Fehler beim Affiliate-Marketing machen kann. Und wenn man sie denn macht, ja, führt es dazu, dass man entweder keine oder nur ganz wenig Kommission bekommt. 4 Fehler habe ich für dich rausgesucht. 4 Fehler habe ich mir überlegt, die ich über die Jahre gemacht habe und die es definitiv wert sind, einfach gelassen zu werden. Sprechen wir über Fehler Nummer 1. Du hast ein Produkt, das nicht 100% zu deinen Fans, Zuhörern, Followern oder Abonnenten passt. Das ist ein großer Fehler. Denn was nutzt dir das? Du bist ein Food-Blogger, du erstellst Rezepte und gibst ganz tolle Tipps und Tricks und kochst alles kurz und klein und promotest dein Computer. Ja, was wird passieren? Nun ja, jemand, der gerne kocht, ist nicht zwangsläufig gerne am Computer. Aber man könnte den Link ja nochmal irgendwie einbauen, oder? Ja, genau so habe ich das nämlich auch gedacht. Ne? Also zum Beispiel hier bei YouTube, ne? Da kann man unten in der Infobox noch jede Menge Links einbauen und ja, warum nicht nochmal das Equipment erwähnen? Ja, weil es mit den Leuten nichts zu tun hat. Ne? Kein Mensch interessiert sich fürs Equipment, wenn er nicht irgendwie auch etwas mit YouTube zu tun hat und Videos aufnehmen möchte. Und wenn das nicht meine Zielgruppe ist, ja, dann sollte ich es vielleicht einfach besser lassen. Ne? Zweitens, du empfiehlst ein Produkt, von dem du glaubst, dass 100% passt, du aber nicht weiter aufpasst, dass es auch passend bleibt. Was meine ich damit? Also, es gibt Produkte, von denen man denkt, oh ja, super, die sind genau richtig für meine Abonnenten, für meine Fans, die würden ihnen richtig gut gefallen und du benutzt es auch selber. Und dann irgendwann du promotest das immer wieder, ne, in den Videos, immer mal wieder hier, redest darüber mal wieder und du benutzt es vielleicht auch schon seit Jahren und achtest gar nicht darauf, dass sich das Produkt auch weiterentwickelt, ja. So zum Beispiel bei einer Software. Ne? Man hat eine Lieblingssoftware oder meinetwegen einen E-Mail-Provider. So ging es mir nämlich, ein E-Mail-Marketing-Provider. So ging es mir, ich habe immer einen benutzt und habe den auch immer empfohlen, machte Sinn, ne? Also ich war damit sehr zufrieden, habe den immer wieder benutzt und hatte so auch das Gefühl, dass es eine gute Idee ist, den allen anderen zu empfehlen. Ne? So macht man das ja. Und ich habe nicht darauf geachtet, was passiert eigentlich in der Umgebung? Ne? Wie ist das bei anderen E-Mail-Marketing-Providern? Was bieten die mittlerweile an? Ne? Haben die mehr Service? Haben die mehr Funktionen? Haben die mehr irgendwas, ne? Habe ich nicht drauf geachtet. Das war ein Fehler, ne? Nämlich auf diese Weise haben sich die anderen Produkte weiterentwickelt und die anderen Marketer haben schon ganz andere Sachen empfohlen und ich war immer noch bei diesem einen, ne? Und fand den immer noch toll, weil ich gar nichts anderes benutzt habe, ne? Wichtig also, was immer du empfiehlst, schau zwischendurch mal vorbei, ob das noch deinem Standard entspricht, ob das noch dem entspricht, was du deinen Fans, Followern, Abonnenten wirklich anbieten möchtest. Nämlich nicht nur du entwickelst dich, auch die Produkte. Wiederum ein Grund dafür, dass man nicht allzu viele Produkte empfehlen sollte. Ne? Du hast ein Kontingent, sage ich mal, von 15 Produkten und dabei solltest du auch bleiben. Ne? Nämlich, das reicht völlig, die musst du immer wieder überprüfen, immer wieder ansehen, ob das auch wirklich eine gute Idee ist. Und deswegen, mach nicht zu viele. Ne? Drittens, du bist deinen Zuschauern, Hörern, Lesern nicht 100% ehrlich. Ja, möchte man ja erstmal nicht glauben. Ne? Wir alle versuchen es doch ganz, ganz ehrlich. Oder wir versuchen es. Ne? Das Problem ist, manchmal lässt man Sachen vielleicht auch unbewusst weg. Ne? Also man hat ein Produkt, man ist damit auch eigentlich völlig zufrieden und mit der Zeit entdeckt man vielleicht die ein oder andere Schwachstelle. Ja, stellst du dann alle Videos aus oder änderst alle Blogposts und benennst überall die Fehler, die du entdeckt hast? Naja, vielleicht machst du das,
Wahrscheinlich aber eher nicht, weil du gar nicht mehr daran denkst. Und genau hier solltest du wirklich aufpassen. Ne? Was du einmal über ein Produkt sagst, da musst du auch hinterstehen. Und wenn du nicht 100% ehrlich zu deinen Leuten bist, das könnte ein Problem geben, ne? Weil du büßt so dein Vertrauen ein, ne? Das aufgebaute Vertrauen. Die Leute sagen, okay, wenn Mr. X, Frau Y das empfohlen hat, dann ist das super. Aber wenn es denn dann nicht super ist, wenn du nicht die Schwachstellen nennst, sodass man wirklich frei entscheiden kann, dann büßt du das Vertrauen ein, was du bis dahin mühselig aufgebaut hast. Daher gilt immer beim Affiliate-Marketing 100%ige Ehrlichkeit zu einem Produkt. Was immer du darüber erzählen kannst, erzähl es. Benenn auch alle Probleme, die du mit dem Produkt hast. Alles Gute, alles Schlechte ist ganz, ganz wichtig, weil nur dann kann der Kunde oder dein Abonnent in dem Fall eine fundierte Kaufentscheidung treffen. Nämlich, wer möchte schon, welches Produkt kennt schon nur gute Seiten? Ne? Also eigentlich, nee. Also, besser ist 100% ehrlich, Plus und Minus, und dann kannst du auch ganz in Ruhe deine Affiliate-Verkäufe zählen. Nämlich dann werden sie sich logischerweise erhöhen, ne? Weil du hast dann das Vertrauen verdient und das macht Sinn. Also besser 100% ehrlich. Der 4. und letzte Tipp, den ich hier für dich habe. Du verdienst dein Geld nur mit Affiliate-Marketing. Also du baust dir im Prinzip ein Affiliate-Marketing-Business auf. Ist das eine gute Idee? Naja, wie so oft im Leben, nein. Es ist nie eine gute Idee, alles nur auf eine Sache zu setzen. Also, wenn du dich völlig dem Affiliate-Marketing verschreibst und du sagst, okay, ich bin jetzt ein Marketer für Etsy. Etsy hat ein Affiliate-Programm, da sind tausende von Produkten und ich promote nur Etsy. Das kann daneben gehen, weil was ist, wenn Etsy beschließt, das Affiliate-Programm einzustellen? Ja, dann stehst du da, ne? Dann hast du tausende von Links gesetzt, gepostet und gemacht und getan und auf einmal ist alles weg. Also schon mal definitiv nicht nur auf ein Affiliate-Programm setzen, das ist schon mal das A und O natürlich, und dann solltest du vielleicht auch nicht nur auf Affiliate-Marketing als Einkommensstrom setzen. Es gibt immer noch ein paar andere, die du machen kannst. Wir zum Beispiel haben auf der einen Seite die Online-Kurse, ja, aber auf der anderen Seite das Affiliate-Marketing, also wieder ein Mix. Ne? Du kannst aber auch noch E-Books schreiben, du kannst, es gibt ja noch verschiedene Möglichkeiten im Internet Geld zu verdienen, deswegen bitte nicht alles nur auf eine Sache setzen, sondern immer diversifizieren, immer noch andere Sachen mit einbeziehen, andere Überlegungen, andere Produkte entwickeln. Aus dem Produkt, was du geschaffen hast, ist immer eine gute Idee. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich und hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich darauf, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten, und gib uns ein Like. Dann sehe ich dich beim nächsten Mal.